Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, es gibt mal was Neues, beziehungsweise was wir auf unserem Kanal noch nicht hatten und wo wir halt eben auch jede Menge Anfragen bekommen haben. Könnt ihr das mal reviewen? Was ist das? Lohnt sich das etc. pp. Und deswegen haben wir heute mal ein bisschen recherchiert und möchten euch heute mal E-Tier Edge vorstellen. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon mal gehört, ist ein Miner. Für alle, die es neu sind, versuche ich das jetzt mal ein bisschen auf relativ einfache Art und Weise zu erklären. Von daher würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Ja, bevor wir nochmal auf den E-Tier Edge zugehen, auf den Miner, würde ich sagen, wir gucken erstmal die Grundplattform an. Das ist etier.com. Das heißt, hier geht es um leistungsstarke GPU-Rechenlösungen auf Abruf. Das bedeutet, hier haben zum Beispiel Unternehmen die Möglichkeit, die Ressourcen, die ihr quasi zur Verfügung stellt, zum Beispiel mit einer ETH aufzurufen. Ihr seht zum Beispiel 43.000 GPUs der Enterprise-Klasse auf Abruf in 23 unterstützten Ländern und halt eben 99,99% Betriebszeit. Das heißt, Unternehmen, die halt eben ein bisschen Rechenleistung auslagern wollen, wie zum Beispiel jetzt in der GPU-Basis, haben die Möglichkeit, sich bei ETH einzukaufen. Ja, zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, es gibt da quasi zwei Sparten, was ETH angeht. Das eine ist künstliche Intelligenz, was zur Verfügung gestellt werden kann, und das andere ist halt eben Gaming. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch die Nodes bzw. Edges für Rendering genommen werden können, um zum Beispiel, wenn ihr über eine Plattform zum Beispiel spielt, dass halt eben das auch relativ schnell zur Verfügung gestellt werden kann. Hier seht ihr auch nochmal Gaming-Industrie auf neues Niveau bringen. Ähm, Es werden halt eben die Netzwerke, die GPUs genutzt, die halt eben drin sind, wie zum Beispiel auch in der ATR Edge, was wir uns natürlich auch gleich nochmal anschauen. Ja, wie gesagt, bitte denkt immer dran, do your own research. Informiert euch bitte nochmal selbst, was das Projekt angeht, beziehungsweise auch ETH Edge, weil so günstig ist das Ganze nicht. Und da gucken aber gleich mal rein. Ja, Luftabwurf, ich habe es ja wie gesagt mal von Rechtsklick auf Deutsch vom Englischen in Deutsch übersetzt. Es gibt hier auch die Möglichkeit, einen Airdrop abzukassieren. Ihr klickt einfach hier drauf, gebt halt eben dann eure Wallet ein, mit der ihr schon mal mit Ether in irgendeiner Art und Weise in Kontakt war, könnt halt eben prüfen. Wir sind halt eben nicht, wir bekommen halt eben keine Rewards beziehungsweise keinen Airdrop, weil wir auch noch nichts von Ether letztendlich in Betrieb haben. Und was es auch gab, was ich noch zeigen wollte, das waren die Checker-Knoten. Nochmal ganz kurz. Human Test, ob ich ein Mensch bin. Wir wählen einfach mal Betten aus. Ist ja fast wie bei Ikea hier sozusagen. Falsch, wieso, was ist, was habe ich jetzt hier angeklickt, was nicht dazu gehört? Ja, ja, was ist das jetzt hier für ein... Äh, Platzieren Sie den Punkt am Ende des Fahrwegs des Autos. So, jetzt. Ah, jetzt hat es geklappt, genau. So, und zwar gab es anfangs bei Ether die Möglichkeit, sich eine Note zu kaufen. Das bedeutet, man konnte sich eine Note aufsetzen. Das hat mit 500 $ angefangen. Zum Schluss sind die Notes, glaube ich, mit 7.000 oder 8.000 $ über den Tisch gegangen. Das gibt es aber nicht mehr. Das heißt, der Note-Verkauf ist eingestellt worden. Das heißt, es sind genug Notes im Umlauf sozusagen. Ihr seht das auch. Der Ether Node Sales are ended. Das heißt, es wird nicht mehr verkauft. Das heißt, es sind genug Nodes aktuell aktiv. Das heißt, da werden keine mehr gebraucht. Ja, springen wir einfach mal rein ins E-Tier Edge. Das ist quasi das Gerät. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Sieht so aus. Es gibt auch schon Unboxings dazu auf YouTube. Einfach mal danach schauen. Und wir gucken uns jetzt einfach mal so ein bisschen die Features des Ganzen an. Ich mache mal mit einem Rechtsklick. Wir gucken mal ins Deutsch, weil die meisten sind ja von euch deutschsprachig und da ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ja, Rand hinein, Deep in Zukunft. AT Edge ist eine Edge-KI-Gerät der Enterprise-Klasse, haben wir vorhin schon gelesen, das in die verteilten GPU-Cloud-Infrastruktur von ETH integriert ist und eine neue Ära dezentralen Edge-Computing und Ertragsmodelle erläutert. Das heißt, ihr bekommt, also ihr seid quasi mit eurer ETH Edge auch einen Knotenpunkt, ein Miner sozusagen, wo halt eben andere Unternehmen drauf zugreifen können und quasi die Rechenleistung dafür nutzen wollen. Ja, Hauptmerkmal: Wir kombinieren erstklassige Rechenleistung, exklusive Mining und dezentralen Zugriff auf ein Gerät und setzen so das wahre Potenzial von Dieben randfrei. Ähm, ja, seht ihr hier,
Das ist das Gerät, so sieht es aus in etwa. Ja, und hier gibt es noch ein paar weitere Informationen. Der erste und einzige autorisierte Mining-Gerät, exklusiver Zugriff zum Mining von 23% des nativen Token. Das bedeutet an alle, die das A-Tier-Gerät haben, beziehungsweise Ether Edge, bekommen 23% des Gesamtangebotes des ATH zur Verfügung gestellt. Und von den 23% werden sogar 40% im ersten Jahr ausgeschüttet. Das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Ja, Edge beziehungsweise Elite Edge Computing Leistung angetrieben von Qualcomm 865 bietet eine blitzschnelle Verfügbarkeit, Verarbeitungsleistung, KI, Gaming, Echtzeit, Videostream, was ich vorhin schon gesagt habe. Es geht halt eben ja hier darum, dass man eine Infrastruktur zur Verfügung stellen will. Einmal was KI angeht, künstliche Intelligenz und halt eben auch das Gaming. Ja, also für die Gaming-Industrie. Und das kann halt eben mit quasi den Ether Edge abgebildet werden. Ja, offene dezentrale Cloud-Struktur ist klar, ist ein Depin wie jedes andere auch. Also hier geht es auch ein bisschen darum, das Ganze zu dezentralisieren. Kennt ja schon, ist ein All-in-One-App auch mit dabei letztendlich. Und ja, mehr dazu werden wir wahrscheinlich noch machen, wenn wir uns das Teil bestellt haben. Werden wir mal gucken. Genau, was ist hier eingebaut? Also Chip ist zum Beispiel ein Qualcomm Snapdragon 865. Erinnerung ist natürlich RAM, also Speicher. Das heißt, hier ist halt eben 12 GB DDR5 RAM drin, plus nochmal 256 GB Platte sozusagen. Kabellos per Wi-Fi und Netzwerkport halt eben 1000 Megabyte LAN, also 1 Gigabit LAN ist angeschlossen. Hier werden nochmal ein paar Anwendungsfälle aus der Praxis erläutert. Hier zum Beispiel mit der lokalisierten Verarbeitungsleistung von Ether Edge können Gamer mobile Titel mit Grafik in Konsolenqualität, verzögerungsfreie Multiplayer mit sofortiger Ladungszeit für ein immersives Gameplay unterwegs erleben. Also hatten wir eben schon so ein bisschen, das geht halt in die Richtung Gaming. Und hier nochmal können zum Beispiel mit die KI, also AI, halt eben auch das Ganze nutzen für die Anwendung und so weiter. Der nächste Bereich ist zum Beispiel auch VR, AR. Na, der nächste Bereich ist halt eben auch Echtzeit von Streamings, also 4K-Videos. Das soll alles möglich sein mit der Edge, beziehungsweise die Edge letztendlich als Knotenpunkt. Ja, günstig ist das Ganze natürlich nicht. Jetzt steht natürlich Befehl da. Ist natürlich nicht der richtige Begriff. Also ihr würdet, wenn ihr sagt, okay, ich will das haben, ihr klickt hier auf Order, dann werdet ihr auf die nächste Seite quasi weitergeleitet. Das dauert ein kleines bisschen zum Laden. So, ich hatte schon mal angemeldet. Das heißt, ihr seht hier, haben sich 148.000 angemeldet. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Ihr würdet jetzt zum Beispiel auf so mal Sign-up gehen. Ich bin ja schon angemeldet. Das heißt, ich melde mich jetzt einfach mal hier durch, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Ihr würdet jetzt quasi auf Sign-up gehen, würdet eure E-Mail-Adresse eingeben. Ihr könnt einen Referral-Code eingeben. Ich packe unsere natürlich in die Videobeschreibung rein. Und dann seht ihr hier, dass ich halt eben für Runde 5 freigeschaltet bin. Ich habe jetzt extra noch meine Adresse nicht eingegeben, weil die sonst hier angezeigt wird. Das heißt, ihr gebt hier quasi, beziehungsweise ihr müsst eure Adresse eingeben. Das heißt, ich habe die Shipping Address erstmal noch nicht eingegeben, weil sonst würde die jetzt hier angezeigt werden. Das Blurren mit Adobe Premiere Pro muss ich noch ein bisschen üben. Sorry. Und als nächstes geht auf Deposit. Das heißt, ihr zahlt 50 US-Dollar an. Ihr geht quasi jetzt auf Confirm. Das heißt, mit Metamask zahlt ihr die 50 US-Dollar. Das ist quasi eine Anzahlung. Der Miner kostet zwischen 1000 und 1100 Dollar. So war zumindest die erste Batch. Viele sagen jetzt, um Gottes Willen ist es teuer. Aber es wird sich definitiv lohnen. Wir gucken uns auch gleich nochmal die Zahlen an. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze wieder abzuziehen. Das heißt, wenn ihr euch dagegen entscheidet, also ihr müsst quasi die 50 Dollar hinterlegen und ihr müsst eure Adresse hinterlegen, damit ihr euren Spot, also quasi euren Whitelist-Eintrag bekommt. Ansonsten funktioniert das nicht. Und wenn ihr halt eben sagt, nee, ich will meine 50 Dollar doch wieder haben, geht ihr auf Withdraw und ihr habt ja die Möglichkeit, ab 11. Juni eure 50 Dollar wieder abzuziehen. Also ihr macht dabei null Verluste, zumindest was die Pre-Order angeht, beziehungsweise damit ihr euren Whitelist-Spot letztendlich bekommt. Und wenn es soweit ist, die nächste Runde ist am 2. Juli, ladet ihr noch die restlichen 1050 Dollar drauf, dann wird an die Adresse, die ihr hinterlegt habt, halt eben euer Ether Edge letztendlich verschickt. Wie gesagt, 1000 bis 1100 Dollar ist kein Schnäppchen, aber aktuell
beziehungsweise momentan lohnt sich das wirklich. Ja, ich habe dazu mal ein bisschen recherchiert und ich habe wirklich ein sehr informatives Video gefunden. Und zwar, ich werde euch das auch mal verlinken. Das ist von MetaMuffin, auch ein relativ kleiner Kanal, was das angeht. Aber er hat es wirklich richtig gut erklärt. Er hat eine Excel-Sheet aufgemacht und hat halt eben erklärt, wie sich das Ganze zusammensetzt. Und hier sind mal so ein paar Zahlen. Und zwar ist es so, dass halt eben im ersten Jahr 40% von den 23% schon gedroppt werden. Das heißt, wenn man zum Beispiel von dem Tokenkurs ausgeht von 0,04 und wir sind aktuell, wo habe ich es offen? Habe ich es offen? Ich hatte es doch offen, genau. Wir sind aktuell bei einem Preis von knapp 6 Cent. Ähm, Dann macht ihr tatsächlicherweise, ihr seht, das sind die Dollarpreise. Das heißt, bei dem Preis macht ihr im Monat 1533 Dollar. Im Monat, gell? Also, wie gesagt, das ist ein Monat. Und das ist gerechnet auf 10.000. Es wurden jetzt 6.000 Stück verschickt, das ist gerechnet auf 10.000. Selbst wenn 100.000 meinetwegen verschickt wären, dann müsste diesen Betrag letztendlich auch durch 10 rechnen, dann sind es immer noch 153 Dollar. Ja, ich meine, das ist schon, das lohnt sich. Also wie gesagt, die Berechnung ist halt eben auf 10.000 Miner, also 10.000 Edges, die verschickt werden. Und ihr seht ja auch nochmal, wenn zum Beispiel der FTV bei 3 Milliarden letztendlich liegt, dann sind es im Monat 2.300 Dollar, die bei rumkommen. Und ich sag mal so, das ist jede Menge Geld. Und ich meine, wenn man 1.000 oder 1.100 investiert und nach einem Monat einen Return on Invest hat oder wenn es halt eben mehr Edge Nodes sind, dauert es halt eben ein Stückchen länger. Aber das ist echt der Wahnsinn. Hier drüben werden nochmal die Nodes angezeigt. Das heißt, jeder, der in eine Node investiert hat, macht halt eben hier diese 83,33 $. Das ist natürlich ein weitaus enormer Unterschied zu den Einnahmen der Edge. Ne, also von daher. Hier hat er noch mal ein paar Hinweise mit reingemacht. Ihr seht noch mal hier bekannte Besonderheiten. Mehrere Airdrops bestätigt NFT wiederverkaufbar. Maximal 100.000 Nodes. Und hier nochmal als Hinweis, klar, ihr habt einmal diese ATH stehen, vielleicht andere Coins meinen, kann sein. Maximal Anzahl, das hatte ich ja eben schon gesagt, das ist jetzt gerechnet auf 10.000. Das heißt, desto mehr es werden, desto weniger werden auch die Rewards. Nach einem Jahr deutlich geringere Rewards, ja, das ist richtig. Liegt halt eben auch ganz klar daran, dass halt eben im ersten Jahr die 40% gedroppt werden. Aber nichtsdestotrotz, meine Spekulation, innerhalb von 1 bis 2 Monaten kommt der Return on Invest. Aber wie gesagt, eine Spekulation. Bitte do your own research. Informiert euch bitte nochmal zusätzlich selbst. Ja, hier der Kurs, ihr seht, der ATH ist laut Aufzeichnung am 12.06.2024, das heißt vor ziemlich genau 6 Tagen gelauncht worden, also nicht mal eine Woche ist das her und ihr seht es halt eben hier, wo ihr zum Beispiel auch traden könnt. Ihr seht auch schon aktuell, wo schon ATH tradebar ist. Ihr seht es hier klar, Uniswap als Decentralized Exchange, ansonsten Centralized Exchange, OKX, Bybit, Gate.io, HTX, Bitfinex, Qcoin, Maxi, da sind schon ein paar Leader mit dabei, also das heißt, der Coin kann halt eben auch überall verwendet werden. Das nimmt auch so ein bisschen Luft raus, dass es sich um ein Scam-Projekt handelt. Ich hatte es ja auch nochmal gerechnet, auf den aktuellen Preis, das heißt 27.600. Ihr seht halt eben immer oben drüber quasi den Coin. Ich habe das auch mal mit 27.600 gerechnet und ihr hat es halt eben mit 0,07 gerechnet und ich habe es nochmal durchgerechnet. Beim aktuellen Kurs sind das halt eben 27.600, wenn ihr die bekommt im Monat 1.805 Euro. Und aber es ist halt eben, ich muss es nochmal dazu erwähnen, gerechnet auf 10.000. Das heißt, wenn ihr 20, 30, 40.000 davon in den Umlauf kommen, wird es natürlich weniger an Rewards. Das sollte halt eben wichtig, für euch ganz wichtig sein. Ja, ich bestelle definitiv. Es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Sicherlich 1.000 Euro umgerechnet ist nicht gerade wenig. Allerdings ist hier so viel Geld in das Projekt reingeflossen. Also hier wird es definitiv kein Scam oder Exit-Scam oder irgendwas geben. Die Notes sind verkauft worden. Ihr braucht nur mal ein bisschen nach YouTube zu gucken, beziehungsweise Unboxing, die gibt es schon. Dann von daher denke ich mal, das wird so das Ding dieses Jahr letztendlich werden. Meine Empfehlung geht raus. Und ja, Referral-Link von uns ist mit in der Videobeschreibung drin. Wer uns unterstützen will, unterstützt uns bitte. Wen es halt nicht interessiert,
Einfach wegklicken, nächstes Video und fertig ist. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.